What could the children be up to? Never mind. Let them do as they please. Und damit herzlich willkommen zurück zu Genshin Impact zusammen mit Eike. Und alle so. Yeah. So, aber da du sie jetzt gebaut hast, kannst du jetzt Mualani statt Alecino mitnehmen. Mal mit einem Natlan-Charakter die Quest spielen. Okay, das kam jetzt unerwartet. Oh, warum ist denn so spät? Oh, okay. Ja, Leute, wir wollten eigentlich die Quest normal aufnehmen mit Mualani, aber ich habe bisher leider sehr mäßige Artefakte gesammelt für sie und ja, 50% KT plus und dafür nur 66 KT Crit-Schaden. Ja, sie bräuchte auch noch voll LP, weil darauf basieren ja ihre Angriffe. Tja. Okay, die Chance ist okay, aber es müsste mindestens 220 sein. Naja, gut, aber ich denke mal, wir werden jetzt nicht auf große Gegner treffen. Okay, dann machen wir jetzt mal weiter mit der Quest, weil, wir müssen jetzt auch mal damit anfangen. Warten wir 2 Tage. Das ist die Uhrzeit, wo ich früher immer zur Schule aufgestanden bin. Things have been looking really rough for Natlan lately. There are more and more commissions from the Adventurers Guild, and they're all related to the Abyss. Just waiting around won't do us any good. Let's go and see if there's anything we can do to help. Das wollen wir auch schon von Anfang an. Ach ja, und falls ihr euch wundert, nein, Eike ist jetzt nicht dabei, weil nachdem wir hier nochmal versucht haben, Mualani auf die Schnelle irgendwie aufzuwerten, wie weit es geht, weil, eigentlich müsste die Waffe 80-80 sein. Nein, Quatsch, 90-90. Tja, aber leider habe ich mich zu sehr darauf konzentriert, bessere Artefakte zu finden. Die ich natürlich nicht bekommen habe. I see. Thank you so much. The Adventurers Guild has been overwhelmed these days. No worries at all. We've always valued the strength of adventurers. Given the current situation, it's vital that we all work together. Since we're facing the same enemies, I'll send you the intel we've collected on the Abyss so far. Then we can take a look at how to coordinate our efforts. Mensch, sein Name ist Pilzen? All right. Thank you so much. Hi, Catherine, it's us. Got any new commissions? You two have come just in time. I've got some good news. The Pyro Archon has finished assembling her forces and stationed them all across Natlan. Ich glaube, Catherine muss mal wieder neu kalibriert werden. Sie ist ein bisschen asynchron. Given how the Abyss has ramped up its activities lately, we can no longer afford to act only after receiving news of an invasion. Da sind viele HTS wieder drin. So the Pyro Archon suggested that the Scions of the Canopy and the Adventurers Guild focus on collecting and disseminating intel. That way, we can stay informed of everything that's happening across the land. Once we receive word of enemy activity, we can notify the nearest camp and the stationed forces can take immediate action. Das verkürzt die Reaktionszeit. Yes, precisely. This should also allow us to focus on gathering information rather than running around and trying to tackle everything at once. So please also take a chance to relax, you two. You've been working hard these days, and this will be a good opportunity for some well-deserved rest. So that's the plan. Whew, we can finally stop and take a break. Ja, wie war das doch mal? In einem Jahr wird Natlan zerstört. Angeblich. Paimon knows that. It's not like Paimon just wanted to lay here and do nothing. The movements of the Abyss are always unpredictable. There have also been times when it suddenly became more active in the past. The people here generally see it as something like an acute natural disaster. Once the disaster is over, everyone will return to their normal lives. We just all hope that day will be sooner rather than later. Oh, right. Most people have no idea just how bad the situation has gotten in the Night Kingdom. Ja, denn der Pyro-Archon hat das Dach zerbrochen.
Ach ja, stimmt, ja, genau, stimmt. Ja, ich war jetzt auch gerade verwirrt. Was, fehlt hier euch was das? Ja, genau. Hat mir eigentlich schon vorhin erzählt. Er hat ja schon ein bisschen früher angefangen, die ganze Quest hier durchzuspielen. Ja, von Kachina und Mualani fehlen ja leider die Stimmen. Ja, warum waren da die VAs nicht verfügbar für? Hehe, jetzt ist sowieso nicht der richtige Zeitpunkt, um zu Hause zu bleiben und sich zu erholen. Ich wollte etwas tun und mithelfen. Ich habe gehört, dass der Pyroarchon Krieger sammelt, die in den in entlegeneren Gebieten stationiert werden sollen. Also bin ich hergekommen, um mich zu melden. Ja, sehr beeindruckend. Ich habe ja von all den Dingen gehört, die ihr getan habt. Da alle so hart arbeiten, muss ich auch meinen Teil dazu beitragen. Übrigens, Sion hat mir erzählt, dass sie den Auftrag erhalten hat, dir einen antiken Namen zu schmieden. Sie meinte, sie sei bereit und wir könnten jederzeit zu ihr gehen. Wow, so we'll finally get to meet Shilonen, the legendary forger of ancient names. Paimon still can't believe anyone could forge those things. Moment, woher weiß Paimon das? Das wurde doch vorher nie erwähnt. Hehe, Sion ist eine wahre Meisterin. Sie kann nicht nur antike Namen schmieden, habe ich gerade schmeiden gesagt, sondern auch alle möglichen neuen und lustigen Dinge. Sie hat immer einen Stapel von Aufträgen auf den Tisch, sodass man normalerweise eine Weile warten muss, bis sie etwas fertigstellt. Diesen einzelnen Fall hat sie jedoch ihren Zeitplan komplett über den Haufen geworfen, um deinen antiken Namen ihren voll Aufmerksamkeit zu schenken. Nun, meine Anmeldung als Krieger ist bereits abgeschlossen. Jetzt muss ich nur noch auf die Antwort warten. Wenn es euch passt, können wir vielleicht zusammen zu Zion gehen? Sie würde mich doch nicht ablehnen, oder? Ich meine, ich hoffe, sie würde das nicht tun. Hey, have some confidence in yourself, Kachina. After all, you're already a victor of the Night Warden Wars. Oh, übrigens meine Frage. Wie ist eigentlich meine Vorlese- bzw. Synchron, Talent, Leute? Wie würdet ihr sagen? Von 1 bis 10. Wo 1, schlecht. Und 5 und 10 und wahrscheinlich. Ah! Vielen Dank. Vielleicht sollte ich ein Loch finden, in das ich mich verkriechen und eine Weile verstecken kann. Jenseits des Rauches und der Spiegel. Wir haben sehr ausgefallene Kapitelnamen hier in Natlan, ne? Was soll der schwarze Stein und unter dem weißen? 14.800, Quatsch. 14.000, Quatsch, Idiot. 1.400, Mann, ich kann nicht mal richtig Zahlen lesen. Oh, da sollte ich natürlich nicht reinlaufen. Das ist ja jetzt hier wieder so eine von den, Stammesquests. Aber die Leute von miHoYo haben mitgedacht und das nicht so nah aneinander gelegt. Wir wollen hier schließlich nicht wieder so eine Situation haben wie in, ja, stimmt. Wollen wir mit ihr reden? Need a surfboard? Ah, gut. Oh, kennt ihr das? So ein bestimmter Name mich einfach nicht einfallen wollen? Oh, Mann, ist das peinlich. Sumeru, genau. Wollen nicht dasselbe haben wie in Sumeru, dass man plötzlich um die Straße geht oder die Straße hochgeht, lalalala, und plötzlich fängt eine Zwischensequenz an. Sejonen, ich habe die Person mitgebracht, die einen antiken Namen braucht. Er ist super toll und ich habe schon eine Menge von ihm gelernt. Ich kann mich dafür verbürgen, dass er den Namen eines Helden wirklich verdient hat. Ah, yes, so I've heard. So young, and yet you've already got quite the reputation. Zum Glück haben Sie, hat sie eine Stimme. Wait, are you Outlanders? Yep, we're travelers who just arrived in Natlan not too long ago. No, I mean, I was aware that you're travelers. It's just no one told me that you're Outlanders. Hm? Du meinst, der Pyroarchon hat es ja nicht gesagt? No, the only thing she said is that a new hero had pledged himself to the plan. But we'd need to forge an ancient name to ensure he'd be able to return safe and sound. And she did mention that it would be quite difficult to forge an ancient name for them, but at the time, I thought she was just commenting on my skills. But I seem to understand where the true difficulty lies now. Bist du sauer? No, I wouldn't go that far. I'm
Used to it, really. I just need a moment to process things. Sie trägt ihr göttliches Auge sehr prominent. The Pyro Archon's requests are always difficult to fulfill, and we used to argue a lot. Honestly, it's probably for the better that she didn't bring this up at the time. Anyway, I can't argue with her if she isn't here, and it'd be pointless to take my anger out on someone else. But, just because I understand her rationale doesn't make me any less upset. After all, she must have known that forging an ancient name for an Outlander is an impossible task. It's impossible? Ja, warum eigentlich? Weil wir nicht aus Natlan stammen und deswegen auch keine Vorfahren hier haben. As you probably know, an ancient name is a symbol of a hero's spirit and glory, which grows even richer and heavier as generations of successors inherit it. Das kommt auch noch hinzu, ja. We forge ancient names by engraving the heroic deeds of an individual who will become the first hero of that particular name. Ja, ich habe unzählige Heldentaten in ihrem Abenteuerhandbuch gesehen. Ich habe das Gefühl, sie können alles Mögliche schaffen. Ja, na gut, wir haben schon so einiges gemacht, ja. But they were all performed outside of Natlan, correct? Bis auf das letzte. Da haben wir, naja, gut, eigentlich hat der Pyro-Archon auch ein bisschen mitgeholfen. Yeah, that's right. Then those deeds haven't been recorded by the Night Kingdom. To take it one step further, even if you had performed heroic deeds in Natlan, as an Outlander, your actions still wouldn't have been recorded by our lands. Only memories and experiences that have been acknowledged by the Wyab can be used as a basis for an ancient name. Kann sie sich nicht einfach mit den, wie heißt der nochmal, der Baum aus Sumeru kurz schließen? Even the greatest of craftsmen cannot create something out of thin air, you know. That's just how it is. Seems the Wyab don't want just anyone to get a name, huh? Mawika, of all people, should know better than anyone, yet she's still entrusted the task of forging the ancient name to me. Oh, Paimon gets it. Nobody's happy being asked to do the impossible. Warum habe ich das Gefühl, dass das schon einmal passiert ist? Ich glaube, beim letzten Mal hat es damit geendet, dass Zillionen einfach Dutzende von Runden um die Berge in der Nähe gelaufen ist. Ugh, don't remind me. Let's just focus on how we can pull this off. How to achieve the impossible. Hat sie ja was gemeinsam mit Noelle, ne? Kann sie ganz 80 Runden um den Berg laufen. You mean you're already willing to accept the task? Well, what else can I do? What's happened is already done, and it's not like I can outright defy the order of my Archon. If she gave me this order, then she believes the ancient name is an indispensable part of her plan, and that I'll be able to find a way to make it happen. In other words, the order is an affirmation of my abilities. Whoa, not only has she accepted the task, but now she's looking for silver linings? Ja, mal sehen, ob wir einen besonderen Weg finden, das durchzuziehen. Wenn wir es wirklich nicht schaffen, können wir immer noch mit dem Pyro-Archon reden, oder? The key is getting the Wyab to somehow acknowledge the traveler's existence and record his heroic deeds. We heard the voice of a Wyab when we were in the Night Kingdom before. We even had a whole conversation with her. If we can talk to her again, maybe we can figure something out together. Well, every tribe has their own Wyab. How do we know if the one you met is indeed the best one for us to talk to? Plus, considering the unprecedented nature of this situation, I have a feeling that the acknowledgement of one Wyab alone would probably not be enough. Moment, ist es 6 Stück? Oh. I don't know. That requires a level of knowledge that I do not possess. We need to find a consultant who's an expert on all things Night Kingdom and Wyab. The first person who comes to mind is Lali at the Masters of the Nightwind, the one we call Granny Eats Talit. Oh, we've heard that name before. We used her spirit speaker stone to find Kachina's ancient name. A person who can make something like that must be pretty impressive. I'm sure she'd be able to help. Still, she's older now and quite eccentric. It's hard to even book a meeting with her, given that she's constantly holed up in a room and doesn't like to be disturbed. I've heard that to get her help, you have to be extremely patient with her and know how to keep her spirit up. I hate to break it to you, but... Huh.
Why is that? I mean, didn't she already help you before? And you even managed to save Kachina. Yeah, at the cost of her spirit speaker stone being split into two. Oh ja, ach stimmt, da war ja was, ja. Die Nummer, wo ich gesagt habe, hey, warum spalten wir diese Obsidian nicht einfach in 2 auf? Ah, hoch! Great going, Moeka. We're already off to a rocky start here. In that case, I guess your only option is to try to emphasize that this is an important order from the Pyro Archon. Hopefully, Seat Lolly would still want to show respect to the Archon. I'll also write you a letter on your behalf. If you can find someone to deliver it and mention some good things about you, then that should help too. Oh, bitten wir wie spricht man ihn nochmal aus? Kinnig. Den Brief zu überbringen? Er versteht die ganze Situation, ist bereits ein vertrautes Gesicht. Paimon sure hopes a Hal won't interrupt when he's talking, though. Alright, Kaniche is a seasoned negotiator. I trust that he'll know the best things to say. Großartig, dann werde ich mich sofort mit Ihnen in Verbindung setzen. Please just give me a moment to write the letter, and we can meet up near the Statue of the Seven later. Sounds good. We'll take a stroll in the meantime. Geh zum vereinbarten Treffpunkt und triff dich mit Kinnig. Kinnig? Okay. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass wir jetzt hier mit den ganzen Wayops reden müssten. Oder dass wir hier Herstellungsmaterialien für unseren Namen sammeln sollten für sie. Aber okay. Das wird jetzt wieder wohl ein Best-of aller Charaktere, die wir bisher in Natlan wieder getroffen haben, was? Ach, ist ja gleich um die Ecke. Ah, okay. Naja, erstmal sehen. Vielleicht kann ich in der Zwischenzeit noch mal ein paar Artefakt-Sachen sammeln. Oder Aufwertungsgegenstände, obwohl, naja, 80, 90, das reicht ja schon in dem Fall. Aber ihre Waffe? Ist das denn überhaupt schon... Na gut, da habe ich ja schon Gold. Vayop-Verkörperung. Vielleicht läuft noch irgendwo eine herum, die nicht auf der Karte angezeigt wird, wie Eike gesagt hat. Und die Artefakte sind... naja, könnten besser sein.